Im virtuellen Raum glänzt und strahlt das Leben. Hier zeigen wir unsere schönsten Bilder und erzählen von unseren aufregendsten Erlebnissen. Doch im Halbschatten der virtuellen Welt fühlen wir uns plötzlich ganz und gar allein. Im Prinzip spiele ich für mich selbst und jeder, der dann irgendwie dabei ist, ist dann dabei. Aber im Prinzip suche ich mir nicht bewusst Orte aus, manchmal schon, aber normalerweise fahre ich mal irgendwo hin, meistens wo ich noch nie war und dann spiele ich halt. Da hinten ist die Weinwanne, dahinter sieht man Speikkogel. Zwei Einschalten, ja. Genau, da geht es rauf zur Handalm, was mittlerweile ein Windpark ist. Der Name Diegida kommt von dem her, dass ich zur gleichen Zeit, wie mein Sohn geboren worden bin, einen Tag vorher die Gitarre geschenkt habe. Das ist die Maradona-Gitarre. Und weil ich auch bei der Kirche Maradonas bin, muss mein Sohn als eines der Gebote Diego heißen und bin ja Hardliner. Der Diego wollte immer wieder Gitarre spielen als kleines Baby und der hat immer gesagt, Diegida. Und immer wenn er zu der Gitarre hingegangen ist, dann hat er gesagt, Diegida. Und dann habe ich mir gedacht, das passt da ganz gut. In Irland war das Ganze noch ein bisschen lyrischer. Wenn man dann nach Österreich kommt, ist es halt ein bisschen, was, du spielst die E-Gitarre? Ich meine, spiele ich ja, es hat mit dem nichts zu tun, also mit diesem die E-Gitarre. Ich glaube, Challenges ist dann, wenn man für Erwartungen irgendwas macht. Und das mache ich nicht mehr. Habe ich gemacht. Also habe ich gemacht. Ich habe auch in Bands gespielt und da war die Erwartungshaltung halt auch da von den Leuten, die hingehen, aber die haben das immer cool gefunden. Also. Ich glaube, erstens einmal, es funktioniert dann, dass wenn du was eigentlich nur für dich selbst machst und nicht damit aufhörst, bist du schon in einer ganz anderen Welt wie andere. Und dann kommt dieses Werten dazu von der Außenwelt. Und das ist eben echt schlimm, gell? Also finde ich hierzulande, wenn kleine Kinder von Anfang an hören, sie sollen aufhören zum Singen, weil es ist schier. Alles, was dein Nachbar über dich sagt oder die Leute, definiert das, was du machst. Das heißt, du selber machst nur um zu gefallen. Und so wirst du von Anfang an konditioniert. Und das finde ich total arg. Wenn sie in Irland zum Beispiel, wenn die ein Lied singen, gell, und bist halt dort und dann traust du dich nicht mitsingen, dann sagen die ja singen, es geht ja ums Singen, was ist doch wurscht. Da geht es um die Sache, dass man das macht. Was viel heilender und viel lässiger ist, weißt du? Und nein, ich mache es eigentlich schon, also für Leute, denen das taugt, die können das natürlich gern hören und es ist auch schön, wenn die das hören, aber es ist nicht der Punkt, warum ich das Ganze mache. Und ich weiß gar nicht, was der Punkt ist, warum ich das Ganze mache. Weiß ich nicht. Aber es ist komisch, wenn dann jemand dazukommt, also wenn Leute dazukommen, die selber in die Aussicht schauen, dann bin ich voll bei mir, aber in dem Moment, wo ich dann beobachtet wäre, dann verfälscht sie irgendwas bei mir, weil dann versucht man irgendwie unterbewusst jemandem dann zu gefallen.